Wie steht's um Ethereum? Welchen Sinn macht digitales Zentralbankengeld und warum ist es wichtig, künstliche Intelligenz zu dezentralisieren? All das und noch viel mehr beantwortet uns jetzt Dr. Martin Hiesböck. Er ist Head of Research der Handelsplattform Uphold und teilt uns seine Erfahrungen aus der Branche. Viel Spaß! Hi Martin, schön, dass du heute bei uns wieder bist. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Hallo. Ja, Martin, ich kann mich noch ganz erinnern, so vor 9 Monaten war unser erstes Gespräch, dein erster Social-Media-Auftritt in Deutschland. Ist das so lange her? Es ist 9 Meine Monate Güte, her. die Zeit vergeht. Das ist unglaublich. Zeit vergeht, ne? Ich kann mich noch an wirklich ein Wort richtig gut erinnern. Und zwar, ich hatte dich gefragt, wir sind im Kryptowinter, wie empfindest du das? Und du hattest dann damals gesagt, ja, es ist ein Blockchain-Spring. Ist das immer noch so? Wie Das geht's dir ist gerade? absolut so. Das ist absolut so. Also wenn die Leute von Krypto-Winter reden, dann reden sie ja hauptsächlich vom Handel, nicht? Wenn sie kein Geld machen, dann haben wir Winter, und wenn sie Geld scheffeln, dann haben wir Sommer, nicht? Das ist ja nur aus der Sicht der Krypto-Trader, und das ist ja absolut nicht mein Feld. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Preise und Charts und so. Ähm, mein ganzer Hintergrund ist ja technisch, und ich habe sogar meine Bio auf Twitter geändert. Wie gesagt, I was in Blockchain before you were born. Ich war gerade in der Schweiz, und wir haben mein ganzes Uphold-Team war in der Schweiz, und wir haben dort an diesem CB Labs Crypto Valley teilgenommen. Das entwickelt sich ja unglaublich, die Schweiz dort. Das ist wirklich ein wirklicher Hub, nicht? Vor allem, weil sie auch gute Regeln haben und klare Regeln haben. Und ich habe dort gesprochen in der Schweiz, und habe auch dort über dasselbe Thema gesprochen. Und man sieht ja auch an den Präsentationen, es hat ja jetzt niemand das Handtuch, außer ein paar Projekte, aber es hat ja niemand das Handtuch geworfen, nicht? Also Algorand hat gerade letzte Woche wieder einen Meilenstein gehabt. Äh, Wo du hin ist, wird weiter gebastelt und getinkert. Manchen geht vielleicht das Geld aus, das sie beim ICO eingescheffelt haben, nicht? Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch ein Blockchain Spring, und es aus technischer Sicht ist es ja wirklich noch so unreif. Ja? Also die User Interfaces für Blockchain, das ist alles noch so geeky, nerdy, das ist überhaupt noch nicht, wir können überhaupt noch nicht mit einer Adoption von einer breiten Masse reden. Ich meine, du kannst auch nie mehr erzählen, sie zahlen hier, indem sie einen QR-Code scannen und dann ihre Adresse eingeben und ihren Destination. Das ist ja idiotisch, nicht? Die Leute wollen mit ihrer Karte oder Ja, mit dem Telefon hinhalten, und Piep muss es machen und fertig sein. ja. Also ja, wir sind absolut in einem Blockchain Spring, und wir sind noch nicht mal auf dem Weg zu einem Blockchain Summer. Ja? Also es ist noch sehr Ja. viel Arbeit zu tun. Ich habe ganz interessant gefunden, vor 2 Wochen hat Vitalik Buterin seinen Blogpost gemacht. These three things must happen, if not, Ethereum will fail. Ja? Das größte, äh, flexibelste Blockchain-Ökosystem, das es überhaupt gibt, Ethereum, könnte den Bach runtergehen, wenn wir jetzt nicht diese 3 Sachen machen. Also das ist schon unglaublich. Ich muss das Fenster zumachen. Moment mal. Um Gottes Willen. Der scheiß Müllwagen ist da. Aber das erste ist mal Privacy. Die ganze Welt ist total geil auf CK-Proofs im Moment, ohne wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Das Prinzip vom Zero-Knowledge-Proof ist mathematisch und technisch absolut faszinierend, aber es ist komputationell so aufwendig, dass einzelne Validators, also eine Einzelperson mit einem eigenen Computer zu Hause, überhaupt keine Chance mehr hat. Denn der kommt einfach aufgrund von Latency und der Komputationszeit, kommt ein einzelner Computer
überhaupt nicht mehr in Frage. Der hat keine Chance, am Netzwerk teilzunehmen. Das heißt, wenn wir jetzt, so wie Polygon das jetzt will, komplett umsteigen auf CK-Proof, dann bilden wir ein Blockchain-Netzwerk, wozu wir immer mehr, immer größere, immer schnellere Datencenter brauchen. Das heißt, wir geben Blockchain in die Hände von Mega-Corporations, weil nur die das Geld haben, solche Datacenters zu bauen. Das Also für die geht an Sicherheit, allen, vermeintliche. für die vermeintliche Sicherheit und Privacy, Privat-Dings. Privatsphäre, Pri- Datenschutz. Es gibt eigentlich kein Wort für Privacy auf Deutsch. Okay, Privacy. Wenn wir das gesamte Blockchain-Netzwerk privat machen wollen, brauchen wir dafür super schnelle, super teure, zentralisierte Datencenter. Total paradox. Und es ist total paradox. Die Idee von Krypto ist Dezentralisierung. Jeder kann mitmachen. Auch mit einem Computer aus der Scheune solltest du mitmachen können. Das ist vorbei. Je komplexer Ethereum oder jede Blockchain wird, je mehr CK-Proof wir brauchen, desto zentralisierter wird das. Und ich gehe auf Konferenzen und sage den Leuten, CK-Proof ist shit. Wir brauchen eine bessere Technologie, wo jeder mitmachen kann. Also das ist Privacy. Das zweite ist Scaling bei Ethereum, Layer 2 Scaling. Layer 2 Scaling ist eine absolute Sackgasse. Ja? Denn alle Layers, die drauf laufen, wie diese Optimism Arbitrum, das sind zentralisierte Firmen. Ja? Die haben einen CEO. Das ist vollkommen gegen die Idee von Krypto. Wir sehen zu bei Ethereum, wie Schritt für Schritt das Ideal von Krypto, dieser fairen, demokratischen Welt, wo jeder mitmachen kann, einfach in den Rachen von Megacorporations oder Firmen geschoben wird. Und die Leute sind so uninformiert über die Technologie, aber vor allem, weil hinter diesen Projekten ja irgendwelche Tech-Geeks stecken. Die haben halt gerade mal Programmieren gelernt, nicht? Dann haben sie Erfolg, weil ihr Code läuft. Dann sagen, oh my God, I programmed the CK-Snark. Jetzt bin ich ein Genie und ich musste jetzt ein Projekt draus machen und ein ICO und Millionen verdienen. Aber die Konsequenzen davon, die sehen die Leute nicht. Das ist einfach unglaublich. Und dazu braucht es leider viel technisches Knowledge, dass diese Szene einfach fehlt. Jeder kocht sein eigenes Süppchen in seiner eigenen Küche und keiner sieht das Gesamtbild. Das ist schade. Das sehe ich als das größte Problem hier im Moment. Darum Blockchain Spring. Die Leute müssen mal zusammenkommen. Es geht nicht, es kann nicht mehr so weitergehen. Wir fahren zu Konferenzen, wo ein Projekt nach dem anderen eine Präsentation macht, so dass ich jetzt meine, das ist so wie eine Kochshow und das ist mein Rezept und das ist dein Rezept, aber keiner setzt sich an einen Tisch und sagt, reden wir mal übers Kochen und machen wir ein gemeinsames Rezept. Es ist sehr, sehr illustrierend oder telling, wenn du zum Beispiel Polygon ansiehst, Matic, ja? Polygon ist die Original Ethereum Sharding Solution. Scaling Solution. Das war das erste Mal, dass sie gesehen haben, es war ja relativ früh in der Entwicklung von Ethereum, dass wir gemerkt haben, diese Technologie wird nicht, die wird den Test der Zeit nicht bestehen können ohne Hilfe. Und daher kam Polygon. Und 2021 im März war ich auf der Konferenz, da hat Polygon einen neuen Slogan gefunden und haben gesagt, we are the Ethereum Internet of Blockchains. Ja? Ich meine, abgesehen davon, dass der Slogan semantisch überhaupt keinen Sinn macht, war, dass wir bauen auf Ethereum ein Blockchain-Internet. Das war das Slogan. Jetzt, erst vor einem Monat oder so, haben sie den Slogan wieder geändert und jetzt ist ihr Mission Statement, we are a multi-chain Blockchain Internet, a multi-chain Internet
compatible with Ethereum. So, in dem ganzen Slogan ist jetzt Ethereum ganz am Ende. 2021 war es ganz vorne. Ethereum Internet of Blockchain. Jetzt ist Ethereum nur mehr so ein Nachsatz, ja? Weil wir alle gemerkt haben, wir müssen kooperieren, wir brauchen Konnektivität, Interoperability Solutions. Ich bin ein ganz fest glaube ich dran, dass wir eine Multi-Chain Future brauchen und dass keines dieser Projekte in irgendeiner Form dominieren wird. Und leider Interoperabilitätsstandard geben? Also was ist so der Kompromiss? Layer-2-Lösungen wie Polygon, dass die so als Layer irgendwie drüber gelegt werden über verschiedene Layer 1? Es gibt ja schon elegante Lösungen, nicht? Wie zum Beispiel Quant. Quant macht einen Overledger. Das ist einfach ein Layer über den ganzen Blockchains, der dann nur mit so 3 Lines of Code, wo die Blockchain mit dem Layer agiert. Werden die Daten rübergesendet, dann interagiert der Layer mit der anderen Blockchain oder auch mit irgendeinem Legacy-Dataset. Aber das heißt nicht, dass das Quant der Standard wird. Es gibt andere auch. Aber Konnektivität und einfach erstmal das Bewusstsein aus dem eigenen Silo, aus dem eigenen Workshop oder auch aus der eigenen akademischen Ecke jetzt mal rauszugehen und zu sagen, hier ist mein Problem, wer hat hier für eine Lösung? Und nicht nur immer so inzestuös im eigenen Projekt nach Lösungen zu suchen. Es ist ja im Moment zum Beispiel auch die Ethereum Developer Community ist ja toxisch. Die bekriegen sich. Naja, das ist ja schon seit Jänner so. Seit Januar haben sie bei Ethereum gab es dieses Umdenken, dass die ältere Generation kennt das vielleicht noch aus Windows-Zeiten. Es gab ja damals Windows-Versionen, wo sie alles reingepackt haben, was irgendwie noch auch nur in der Testphase war. Dann gab es dann einen Virenscanner und ein Textbearbeitungsprogramm, alles musste rein. Und dann war ein Umdenken, weil das einfach technisch zu komplex wurde. Microsoft hatte zu viele Business Units und dann haben sie das Ganze wieder geschrumpft und gesagt, wir konzentrieren uns auf Kernwerte. Ich glaube, viele Firmen gehen durch dieses Expansion und Kernwerte. Ich glaube, das ist bei vielen so. Und bei Ethereum hat man ja auch diese Umstellung gemacht. Ich meine, als CK Proofs oder MEV, Maximum Extractable Value, als das auftauchte aus anderen Ecken, da waren ja die Core-Developers von Ethereum geschockt. Nicht? Und sie haben jetzt Angst davor, dass sie wieder von einer neuen Technologie überrannt werden. Nicht? Wir werden ja im Moment von allem überrannt. Wir sind seit Dezember von Artificial Intelligence, von künstlicher Intelligenz, von ChatGPT überrannt worden. Dann sind wir von Bitcoin Ordinals und Inscriptions überrannt worden. Dann haben wir plötzlich BRC20-Status. Und jetzt haben wir BRC30, wo du dann sämtliche Ethereum-Tokens auch auf Blockchain hast. Es vergeht ja keine Woche, in der ich nicht mich wieder hinsetzen muss und neu lernen muss. Und leider ist es so, dass die Mehrzahl der Menschen einfach nicht bereit sind, ständig neu zu lernen, sondern wer ist denn auf Deutsch? Schuster bleibt bei deinem Leisten, nicht? Und Schuster bleibt bei deinem Leisten, ja. Genau. Ich vergesse ja schon meine deutschen Redewendungen. Ja. Also ich bin sehr begeistert, dass jetzt es wieder besser wird, dass die Stimmung auch besser wird überall. Aber wir haben noch lange kein System, das in irgendeiner Form praktisch großflächig anwendbar ist. Wir streben ja nach diesem einen gemeinsamen Netzwerk auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die einzelnen Blockchain-Netzwerke ja ich halte dafür überhaupt nicht. Isoliert, fragmentiert. Ich halte von diesem einen gemeinsamen Netzwerk überhaupt nichts. Letzte Woche hat die Bank of International. Achso, ja. Genau. Also Entschuldige, also ich meinte das tatsächlich so. Viele kleine über einen gemeinsamen Standard, aber dieser Standard, diese Ebene, die haben wir immer noch nicht gefunden. Gottes Willen. Die Standardbüros wissen ja noch nicht mal, was eine Blockchain ist. It's early days.
Und Wie ist die jetzt Aufklärungsarbeit? da haben wir noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und vor allem haben wir jetzt ein Problem, dass Institutionen und Firmen und Leute mit Geld beginnen, die Technologie zu verstehen. Und Hm. das ist ja das genaue Gegenteil, was wir mit Bitcoin und Blockchain und Krypto erreichen wollten in den ersten Jahren. Erst vor 2 Wochen ist die Bank of International Settlements mit so einem bescheuerten Press Release rausgekommen. We see a future for a unified global blockchain layer. So, kein Mensch will das. Wir wollen doch keine globale, totale Kontrolle. Auch zum Beispiel CBDC. Ich bin seit 2017 als Berater für Zentralbanken unterwegs. Das habe ich mittlerweile aufgegeben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Meetingraum mit Bankern zu sitzen. Ja, das ist die Hölle. Aber am Anfang haben sie alle gesagt, ja, wir brauchen das und das macht uns mehr effizient. Und letztendlich sind sie draufgekommen, es kann ein Nationalstaat kann für seine Bürger eine digitale Währung schaffen, die vollkommen privat ist. Ich will doch niemanden wissen lassen, wo ich jetzt meine Mark ausgebe, nicht? Oder meinen Euro ausgebe. Hm. Ähm, und technisch haben sie dann gesagt, das muss unter der Kontrolle der Zentralbank sein. Haben sie natürlich gemerkt, es gibt XRP, es gibt Stellar, es gibt jede Menge Projekte, die sich als ideales Plattform für CBDC sehen. Und dann haben die Zentralbank gesagt, nein, das muss einfach aus rechtlichen Gründen. Es kannst du dir vorstellen, dass die deutsche Bundesregierung jetzt von Ripples XRP abhängig ist? Das ist ja unmöglich. Nicht? Das muss ja dann in deutschen Händen sein oder in europäischen Händen. Da muss die Technologie und rechtlich muss es unter der Kontrolle eines Nationalstaats sein. Und diesen Aspekt der Diskussion, die sehen die Krypto-Leute ja nicht. Also du brauchst hier Rechtsanwälte, du brauchst hier Leute, die internationales Recht verstehen, die müssen auch mit am Tisch sitzen. Und die haben noch absolut keine Ahnung von Blockchain und Hashing und also vom ganzen Tuten und Blasen, von denen wir hier reden. Also Weiß die Regierung jetzt schon, was sie will? Wir hatten ja den digitalen Euro, da soll ja, glaube ich, bis Ende des Jahres so ein bisschen Abschlussarbeit kommen oder dass man sich einigt, wie das eingeführt werden soll. Ist man da schon weiter als vor einem Jahr? Ich glaube, man ist sehr viel weiter. Also wir haben ja jetzt in Europa jetzt Mika endlich, obwohl das zum Teil auch so ein Wischiwaschi-Dokument ist, das noch sehr von der tatsächlichen Implementation abhängig wird. Und was ich erwarte, jetzt egal auf welche Plattform Sie sich entscheiden für den digitalen Euro, ich erwarte massiven Widerstand, wenn sollte der eingeführt werden. Denkt mal zurück, ich meine, wahrscheinlich, du bist noch nicht so alt, aber damals gab es Widerstände gegen die Einführung des Euros. Ja? Die Leute waren in Aufruhr, die haben geglaubt, wir werden jetzt plötzlich alle von Brüssel kontrolliert, wenn wir den Euro einführen. Das war ein Theater. Ja. Und jetzt sollen wir einen digitalen Euro haben und unser Gehalt und unsere Löhne und unsere Steuern sollen in einem digitalen Euro, der von Brüssel oder Frankfurt kontrolliert wird. Die Leute sind ja, da wird so ein Widerstand geben, da gibt es Unruhen, schlimmer als Frankreich. Das. Und das Zahlungsnetzwerk. Also da ist ja gerade auch so die Frage, ich meine, Widerstand folgt auf jeden Fall von Seite der Menschen, weil einfach überhaupt noch nicht klar ist, was will die Regierung denn mit so einem digitalen Euro? Was der Zweck dahinter, aber auch die Frage ist, was ist die technische Infrastruktur dahinter? Das ist ja, wie hast du schon gesagt, private Blockchain oder von welchem Anbieter, wie Regierungen, einen eigenen Ledger, was für Möglichkeiten arbeiten die Das, gerade aus? jede Menge Möglichkeiten, aber guck dir mal an, was wir jetzt haben mit SEPA zum Beispiel. Wir haben ja ein Netzwerk, in dem wir Euro in digitaler Form instantly von einem Konto auf ein anderes schicken können.
Ja? Du kannst dich einloggen bei deiner, was auch immer Bank. Du kannst meine IBAN eingeben und mir das Geld schicken. Und das ist in weniger als einer Sekunde ist das bei mir. Und du schickst mir Euro und der ist digital. Also was ist der Unterschied zwischen dem und einem digitalen Euro? Das Einzige ist die Blockchain-Technologie. Und wenn du dich jetzt wirklich hinsetzt und sagst, was macht, what is the added value? Analysier mal genau, was wird durch Blockchain an Wert und Effizienz hinzugefügt. Und ich glaube, auf der Retail-Seite, also im Zahlungsverkehr mit Bürgern, absolut nicht. Die absolute Mehrheit der Bevölkerung schert sich kein Dreck drum, ob das jetzt eine SEPA-Transaktion ist oder eine Transaktion auf der ECB-Blockchain. Ja? Das ist den Leuten Mhm. egal. Ähm, die Krypto-Leute, die Blockchain-Experten, die streiten sich drum, wie das am besten implementiert ist. Aber letztendlich, was ist der Nutzen? Der Nutzen wäre Transparenz. Will ich nicht. Ich will nicht, dass du weißt, dass ich gestern bei diesem Cannabisladen um 150 Euro was gekauft habe. Ja? Ich will das Ja. nicht, dass das jemand weiß. Oder dass Mutter um 600 Euro im Unterwäscheladen war. Ja? Mhm. Transparenz im Zahlungsverkehr mit Bürgern ist ja absolut unerwünscht. Also Intergovernment oder Intragovernment innerhalb einer Regierung ist das absolut erwünscht. Das heißt, ich sehe eine große Zukunft für Digital Government Money. Ja, ich will absolut sicherstellen, dass was das Ministerium für A an das Ministerium für B überweist, dass das ganz transparent ist. Ich bin ja den Bürgern Antwort schuldig. Ja? Mhm. Aber die Bürger selbst, da muss das Geld privat bleiben. Ich sehe eine Zukunft für sogenannte Wholesale CBDCs, für Intergovernment Stuff, aber privat sehe ich keinen Vorteil. Was wäre der Vorteil? Der Vorteil ist für die Regierung. Der Vorteil ist für das Steueramt, ja, das sofort nachvollziehen kann, wo dein Geld kommt und wo es hingeht. Das kann sie aber heute auch schon. Die Steuer hat Zugriff auf dein Bankkonto, wenn sie will. Und das dritte wäre Mhm. Verbrechen oder Fraud Prevention und das. Äh, die Linie zwischen Fraud Prevention und Privacy, das ist absolut, wie sagen wir das, very murky, das ist sehr verschwommen. Auf der einen Seite will ich natürlich nicht, dass mit dem Geld jetzt Menschenhandel oder Waffenhandel gemacht wird. Auf der anderen Seite muss ich damit Einsicht haben oder muss ich Blockchain Transparency haben, die aber unerwünscht ist, wenn der Herr Schulze jetzt sich eine Flasche Bier kauft. Ja? Mhm. Also ich sehe hier im Retail-Sektor noch lange keine Lösung. Und vor allem deshalb, weil unsere Blockchain-Netzwerke, auf denen wir das jetzt aufbauen wollen, ja so unausgereift sind. Ja? Mhm. Also wenn du mit Vitalik redest, dann sagt er, Ethereum may be finished in 10 years from now, if ever. Ja? Oh, nochmal 10 Jahre. Ja. Und dann wären es nochmal 10 Jahre. Ach Gott. Vertrau Ähm, keinem Developer mit Deadlines. Das ist mein Rat. also nochmal 20 Jahre. Ja. Das heißt, auf der einen Seite, Government-Regierungen sind nach wie vor noch in diesem Findungsprozess. Das wollen sie. Sie sind schon ein bisschen weiter. Sie verstehen, ja, was brauchen sie. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die technische Debatte um Privacy, aber wir haben das technologisch gar nicht, weil wir dann zu einer größeren Zentralisierung kommen würden. Das heißt, siehst du, das eine ist Aufklärungsarbeit, aber jetzt mal technologisch gesehen, ein Fortschritt, was wäre die nächste Lösung, um da auch, naja, im Grunde genau diesen Wünschen gerecht zu werden, sich dem Ganzen anzunähern? Ähm, Jetzt mal von der technologischen Seite. Haben wir uns die letzten 10 Jahre um Konsensus gestritten. Ja? Wir hatten ja schon vor Nakamoto Konsensusmodelle.
Blockchain hat ja nicht mit Bitcoin begonnen. Nicht der Großteil der Bevölkerung glaubt, Blockchain wurde 2009 von einem Japaner mit dem Namen Satoshi Nakamoto erfunden. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Das Ganze hat angefangen 1982 mit David Chalmers Dissertation. Also 1982 hat David Chalmers seine Doktorarbeit geschrieben und im Titel dieser Doktorarbeit ist das Wort, das das ganze Problem ja illustriert. Seine Doktorarbeit hat geheißen Establishing, Maintaining, Trusting in Mutually Suspicious Networks. Ja? Also wie man herstellt, wartet und Vertrauen hat zu einem Netzwerk von Partizipanten, die sich gegenseitig verdächtigen. Ja? Lange bevor wir den Business Generals Talk haben und diese ganzen Konsensusmodelle, gab es im Feld der Computertheorie die Realisierung, dass wenn ich ein dezentralisiertes Netzwerk habe, dann muss ich damit rechnen, dass einige Teilnehmer an diesem Netzwerk Schweinehunde sind. Ja? Oder die einfach nicht im Interesse des Netzwerks arbeiten. Wie definiere ich das Interesse eines Netzwerks? Das war von Anfang an die Frage. Und dann war Barbara Liskov, das war, oh Gott, weil ich angefangen habe zu studieren. 1990 war das, Barbara Liskov hat diesen ersten Byzantine-Konsensus geschrieben. Und dann gab es hunderte Modelle und die Welt der Wissenschaft hat sich dann gestritten, bis Satoshi, das Einzige, was dort gemacht wurde, ist diese Idee des Nakamoto-Konsensus, der sehr elegant ist, mit Proof of Work zu verbinden. Ja? Aber und dadurch, dass einige Leute damit sehr reich und sehr einflussreich geworden sind und andere einfach zu dumm sind, um die Technologie verstehen und Bitcoin einfach zu einer Gottheit gemacht haben, ja, the perfect solution of money, haben wir uns ja dann nur mehr um die Konsensusarbeit gestritten. Wenn du dir Bitcoin ansiehst, aus heutiger technischer Sicht, ist das eine Katastrophe. Ja? Wieso? Naja, bitte, so brauche ich ein Netzwerk, das alle 10 Minuten einen Block macht. Ja? Oder das Security-Budget von Bitcoin ist ausgeschöpft in ein paar Jahren. Die logische Schlussfolgerung von Bitcoin ist, dass sich alles zentralisiert in die Hände einiger Miner. Ja? Wenn ich ein Bitcoin-Maximalist bin und sage, das macht für das Netzwerk nichts, aber das ist nicht wahr. Bitcoin ist immer attackierbar, weil niemand das Problem von Network Latency in Betracht zieht. Wir haben vergessen, dass dieses ganze Blockchain-System auf dem Internet läuft. Ja? Die Latency, also die Zeit, die es braucht, von A zu B zu kommen, ist ein Faktor, der in keinem Konsensusmodell richtig berücksichtigt wird. Außer jetzt in der Arbeit von Jonathan Sompolinski, also mit dem Caspar. Von Caspar? KSPR. Nicht Casper, sondern Caspar, K mit K. Caspar. Ah, okay. Ja, KSPA, das ist Hebräisch für Silber, glaube ich. Oder Aramäisch. Und ja, damit habe ich jetzt schon 32 Blöcke pro Sekunde. Ja? Und das ist scalbar mit dem Übergang zur Rust Programming Language, das ist scalbar bis 400 Blöcke pro Sekunde. Und ich habe keine Blockchain mehr, die ja nur linear ist, sondern ich habe einen DAG, einen Directed Acyclic Graph, der sich ja ausbreitet und in seiner Struktur dann wie ein menschliches Hirn mit Neuronen aussieht. Damit habe ich unendlich mehr Sicherheit und unendlich mehr Datenübertragung und viel weniger Stromverbrauch als in Bitcoin. Also was wir heute von Blockchain-Technologie wissen, da sieht Bitcoin wie ein Trabant aus. Ja? Das ist so, als würdest du mit einem Ford Model T zum Mars fliegen wollen. Und jetzt kommt AI dazu. Wenn du dir die Präsentation von Dr. Emin Gensyra von Avalanche beim Avalanche Day in Barcelona von schon wieder 2 Monate her, anhörst. Wir haben
ChatGPT und Large Language Models ist ja auch nur Code. Ja? Ein Smart Contract ist ja auch ein Stück Code. Was ist, wenn ich jetzt künstliche Intelligenz in einen Smart Contract reinbringe? Du kannst ja dann selbst replizierende, du kannst ja denkende Blockchains schaffen. Und was da auf uns zukommt, das ist im Moment mein Steckenpferd und auch da kommen auch die meisten Fragen unserer institutionellen Kunden. Was heißt künstliche Intelligenz für Blockchain? Ich meine, die sind ja ganz diametral. Unsere DLT-Netzwerke ist ja ganz was anderes als zentralisierte AI. Und da gibt es zwei wichtige Themen. Wenn ich zu viel rede, muss ich mich unterbrechen. Gell? Also, ja, gut, ich wollte dich sowieso auf die KI zu sprechen. Ich hatte tatsächlich so eine Art Frage, ist die Blockchain jetzt tot, weil jetzt KI die neue Technologie ist? Was sind so die Ängste? Glauben wir trotzdem an Krypto? Nein. Also es gibt zwei Verbindungspunkte, die ich im Moment sehe, die wichtig sind. Das erste ist, künstliche Intelligenz ist eigentlich Blackbox. Ja? Wir haben so viele Datenpunkte, Billionen, Billiarden, Trillionen von Datenpunkten im nächsten ChatGPT oder und Googles Modell wird ja noch ärger. Und aufgebaut ist das auf dem Transformer Model. Ja, das ist schon von 2017, 2018 oder so. Und damit haben wir die Möglichkeit, aus so vielen Datenpunkten Statements zu bilden, die menschlich klingen. Das hat aber alles mit Intelligenz nichts zu tun. Das ist einfach Data Crunching. Und was da jetzt wirklich passiert, wenn ich eine Frage an ChatGPT stelle und wenn die Antwort rauskommt, das weiß kein Mensch. Ja? Für generelle AI im Moment ist das alles okay, da sollen sich die Leute damit spielen. Aber das ist nicht nützlich, wenn ich mit dieser künstlichen Intelligenz etwas Verantwortungsvolles machen will. Wenn ich zum Beispiel künstliche Intelligenz verwende, um neue Moleküle im Pharmabereich oder neue Medikamente zu entwickeln, dann kann ich doch nicht einfach irgendwelche Daten reinwerfen und darauf hoffen, dass die Daten richtig waren. Denn trotz ChatGPT gilt immer noch das uralte Gesetz, das aus meinen Tagen, als ich in der Schulbank war und Machine Learning gelernt habe, Garbage in, Garbage out. Das never forget. Garbage in, Garbage out. Ja. Wenn die Daten, die reinkommen, scheiße sind, dann kann nur Scheiße rauskommen. Ne? Das heißt, du musst zuerst mal verifizieren, dass die Daten, die reinkommen, korrekt sind. Und da kommt Blockchain-Technologie rein. Es gibt jetzt gerade eine Ankündigung von Hedera, HBAR, ja, die arbeiten jetzt mit ChatGPT zur Datenverifizierung. Ja? Da wird es noch jede Menge Projekte geben. Auch hier glaube ich, dass zum Beispiel ein Netzwerk wie Casper oder Coin extrem wichtig sind, weil sie so schnell sind. Du kannst ja jetzt Datenverifizierung nicht mit Bitcoin machen. Du kannst ja nicht 10 Minuten auf den Block warten. Da wartest du ja ewig. Du brauchst also ein viel schnelleres, du brauchst einen Graph, ein viel schnelleres Netzwerk, um diese Daten verifizieren zu können. Das heißt, sämtliche Blockchains, die wir jetzt kennen, das Zeug ist alles zu langsam im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Und das Zweite ist, das ist genau die umgekehrte Richtung. Also AI braucht Blockchain und DAGs, um Daten zu verifizieren. Und die umgekehrte Richtung, AI braucht dezentralisierte Netzwerke. Warum? In künstlicher Intelligenz sprechen wir von Biased. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Also Verzerrt. Bitte? Verzerrt. Wir werden wirklich schon blöd in unseren Muttersprachen. Also, die Daten sind verzerrt in irgendeine Richtung. Ich gebe jetzt ein Beispiel, das einer meiner Studenten mal so erwähnt hat.
Wenn du in Amerika, im ländlichen Amerika jetzt jemanden fragst, äh, wer verwendet Essstäbchen? Dann werden die 99% der Leute sagen, Chinesen verwenden Essstäbchen. Ja? Wenn in jeder Iteration einer künstlichen Intelligenz durch dieses Reinforcement Learning verstärken sich die Trends, die am populärsten sind. Das heißt, in der zweiten Generation bist du vielleicht bei Chinese eat chopsticks. Eat with chopsticks. Chinesen verwenden Essstäbchen. In der dritten Generation hast du auch noch Chinesen verwenden Essstäbchen. Aber dann durch das Reinforcement Learning hast du in der vierten Iteration vielleicht nur Chinesen verwenden Essstäbchen. Und das ist falsch. Ja? Von Iteration 1 bis 3 warst du richtig. In 4 bist du plötzlich aus diesem Reinforcement-Grund, aber für dich nicht nachvollziehbar als Mensch, kommst du zu einer falschen Antwort. Du kommst durch eine Sequenziteration von richtigen Daten zu einer falschen Antwort. Und das passiert, wenn du wie ChatGPT, wie OpenAI oder wie BART zentralisiert arbeitest. Und die Idee von künstlicher Intelligenz als zentrale Instanz kommt ja aus der Science Fiction. Ja, wir haben ja schon seit den 30er Jahren die ersten Science-Fiction-Romane und dann natürlich Asimov, denken wir, dass wir auf eine Zukunft hinschauen, wo es einen Supercomputer, ein Superhirn gibt. Ja? Und das allwissende, alles kontrollierende, böse Superhirn, das kommt immer wieder vor in Science Fiction. Space Odyssey, Hal, the Supercomputer. Ja? Ja. I can't open the door, Dave. Das kommt ja überall vor in Science Fiction. Und das ist aber falsch. Das sollten wir nicht tun. Das dürfen wir nicht tun. Denn wenn du zentralisiert Daten sammelst und verarbeitest und dann mit Recursive Learning und Reiterative Learning, dann wird diese Verzerrung, dieser Bias wird immer stärker. Ja? Wenn das System, das jetzt nur Daten aus Amerika scrapt und aus berechtigtem Grunde, weil es ein amerikanisches Produkt ist, jetzt keine chinesischen Daten verwendet und keine russischen Daten und so weiter, dann hast du totale Verzerrung und jedes Land oder jede Firma oder jeder Sektor hat dann seine eigene künstliche Intelligenz. Ja? Und alle kommen, wir nennen das im Data Science, nennen wir das Data Pollution. Ja? Und das Gegenmittel dazu ist Dezentralisierung. Und dafür haben wir Blockchain. Ja? Und du hast zum Beispiel Projekte wie BitTensor, wenn du von dem gehört hast, OpenTensor. Das ist jetzt TAO, ja? Das ist jetzt Machine Learning dezentralisiert. Ich meine, das ist auch in der Anfangsphase und die mussten auch einige Validator zentralisieren. Aber am Ende des Tages, wenn du künstliche Intelligenz zentralisiert baust, dann kommst du mit einem dominierenden und tatsächlich bösen System raus, das ständig falsche Daten ausspuckt. Da gibt's hunderte Papers im akademischen Feld über Data Pollution und wie Iterative Learning und Reinforcement Learning letztendlich zu falschen Aussagen führt. Ja? Zentralisierte künstliche Intelligenz führt zu mehr Fake News in dieser Welt. Führt absolut zu Data Pollution. Und du brauchst diversifizierte Datenquellen und du brauchst gegenteilige Meinungen. Und also, wenn du jetzt die Aussage, Chinesen essen mit Essstäbchen, basierend auf amerikanischen Daten, ist ja Blödsinn. Diese Bestätigung dieser Daten sollte ja von China kommen, ja, oder von einem asiatischen Land kommen. Und dann, wenn ich das voll dezentralisiere, dann komme ich plötzlich drauf, oh, Japaner und Vietnamesen essen auch mit Essstäbchen. Ja? Und damit kann diese
Aussage, nur Chinesen essen mit Elbstäbchen, auf die komme ich dann nicht. Denn ich habe ja von der zweiten Quelle jetzt Vietnamesen essen mit Elbstäbchen. Und aus der dritten Quelle habe ich Japaner essen mit Elbstäbchen. Und damit komme ich in der vierten Iteration auf den Satz, Vietnamesen, Japaner und Chinesen essen mit Elbstäbchen. Das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, aber die einzige Möglichkeit, um diese Datenverseuchung, die uns jetzt bevorsteht, zu vermeiden, ist absolut dezentralisierte Machine Learning-Netzwerke. So. Dazu braucht es hochskalierbare Netzwerke mit KI am besten, mit einem gemeinsamen Interoperabilitätsstandard auf Basis von KI, Ja. flächendeckenden Daten und Regierungen. Und da kannst du jetzt mal noch 10 Jahre warten drauf. Okay. Wenn ich jetzt heute noch vielleicht abschließende Frage, ich warte noch ein bisschen bis dahin. Aus Anlegersicht kann ich ja jetzt aber schon mal in den ein oder anderen, das eine oder andere smartere Money investieren und anlegen. Hast du vielleicht das nochmal so letzte zusammenfassende Worte? Wir haben gerade ein institutionelles Produkt gelauncht. Das heißt Uphold Institutional. Ja? Uphold.com/institutional. Das ist für Großanleger. Und seitdem das Produkt live ist, treffe ich keine Aussagen über Preis oder Tipps mehr. Denn ich sagte, da kommst du in Teufelsküche. Und überhaupt, ich bin der absolut schlechteste Investor überhaupt. Ich kaufe Zeug und lasse es einfach in der Schublade liegen und Jahre später komme ich drauf. Oh mein Gott, das ist nichts mehr wert. Da war doch was. Ich bin da viel zu desorganisiert. Aber ich denke, was mich wirklich interessiert und was ich glaube, was Zukunft hat, sind Sachen wie BitTensor oder was ist noch, Koinos. Yes. No, Koinos, Koin, das ist auch noch ganz in der Anfangsphase. Das ist, was Ethereum hätte sein sollen. Ja? Ein kostenloses Developer-Netzwerk, wo du nichts zahlen musst. Du kannst ja, sobald es wieder einen Meme-Coin-Craze gibt oder ein NFT oder whatever, Shitcoin-Craze, der auf Ethereum läuft, kannst du die Gas-Fees auf Ethereum nicht mehr leisten als junger Developer. Und um Blockchain wirklich besser zu machen, brauchen wir junge Leute, die jetzt kostenlos entwickeln können und nicht für einen Testrun auf Girly jetzt $120 für eine Transaktion zahlen mussten. Das ist ja hirnrissig. Nicht? Und Koinos löst das Problem mit einem sehr eleganten Modell, die nennen das Mana, und da kannst du kostenlos entwickeln drauf. Das zweite wäre Casper, haben wir schon abgedeckt, weil es einfach so super schnell ist. Und weil ich meine, ich bin befreundet mit Jonathan, Full Disclosure, aber der Mann ist ein Genie. Der hatte schon vor 10 Jahren mit Bitcoin gearbeitet und ist davon weggegangen, weil er gesehen hat, ein Ding, das so langsam ist, kann zu nichts führen. Dann würde ich zum Beispiel Alchemy Exchange, das ist eine ganz spezielle Applikation. Das Token ist ADS, da gibt es 2 ADS-Tokens. Das andere weiß ich nicht, aber das eine ist Alchemy. Das ist für die Werbeindustrie. Ich meine, die Mittelmänner bei der Internetwerbung, wenn das geschaltet wird, ja, die verdienen sich ja dumm und dämlich. Die nehmen ja für jeden Werbefluss da 15% oder sogar mehr. Während wenn wir das in einem dezentralisierten Netzwerk wie Alchemy Exchange laufen, dann sparst du dir als Firma Millionen in Werbeausgaben und als Benutzer sehe ich nicht mehr so viel spammy Scheißwerbung, nicht? Sondern nur wirklich das, was mich interessiert. Also das wird die Werbebranche revolutionieren. Dezentrales Marketing, Web3 basiert. Ja. Jetzt kommt das endlich mal rauf. Ich meine, bis jetzt war ja Web3 nur einfach ein Marketing-Speak, der vollkommen meaningless. Was fällt mir noch ein? Oh Gott. Naja, lassen wir das. Die ganze Real-World Assets und also die Tokenisierung von physischen Objekten und Dingen, von Real Estate und so Zeug. Da gibt es ein Projekt Realio. Ich glaube, es ist RIO.
Also das hat auch Zukunft, glaube ich. Aber ansonsten, du frag mich nicht. Mir ist das Es zu gibt immer wieder was kompliziert. Neues. Die Dinge gehen rauf, dann kommen sie runter, gehen wieder rauf. Das ist nicht meine Welt. Ich will Sachen, die Ah. langsam wachsen und dann oben bleiben. Das heißt auf jeden Fall, dass wir auch in 10 Jahren weiterhin, den technischen Fortschritt so anbieten können und daran bist du weiterhin, dabei, Martin, an der Nicht, Stelle. ich nicht wahrscheinlich, aber mein Hirn in irgendeiner künstlichen Intelligenz, in einem Roboter wird dann mit dir sprechen. Oh, da freue ich mich drauf. 2.0 Duisburg. Während draußen die Welt untergeht, während sich die Roboter bekriegen. Terminator is Das real, will man hören. Schwarzenegger will be back. Ah, schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Martin, dass du die Zeit genommen hast heute. Ja, Gerne. mal wieder viel gelernt von, wo wir noch hin müssen, wofür wir noch 10 Jahre lang vielleicht warten müssen, aber wo wir auch jetzt schon heute ein bisschen anfangen können. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst und die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auf jeden Fall Okay. ganz bald. Und falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, schreibt die einfach gerne unter das Video und wir sehen uns auch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war das Video mit Dr. Martin Hiesberg. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch das andere, ältere Interview von mir und dem Martin anschauen möchtest, wir hatten schon 2022 miteinander geredet. Schau es dir auf jeden Fall an. Das Video findest du auf meinem Kanal. Ist ziemlich spannend. Auf jeden Fall ein Blick wert. Bis dahin freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Auf ganz bald. Mach's gut.